Hallo. Willkommen zu The Language Ear, Comprehensible Input for Learners. Heute schauen wir uns mal die Anfänge der Psychologie an. Es ist ja schon spannend, dass die Fragen, die wir heute stellen, also wer wir sind, wie unser Denken funktioniert, dass die eigentlich schon ewig alt sind. Ja, absolut. Lange bevor es Psychologie als Wissenschaft überhaupt gab, haben sich Leute damit beschäftigt. Stimmt. Man denkt da ja oft an die Philosophen, Aristoteles zum Beispiel. Genau. Seine Vorstellung von der Psyche war ja nicht so getrennt vom Körper, wie wir das später oft sehen. Ja, eher als Lebensprinzip, oder? Genau. Und er hat ja auch schon unterschieden, so verschiedene Fähigkeiten der Seele. Vegetativ, sensitiv, intellektuell. Das war schon ziemlich differenziert für die Zeit. Und es waren ja nicht nur die Griechen. Ich denke da an die islamischen Gelehrten im Mittelalter. Stimmt, die werden oft übersehen. Leute wie Ibn al-Haytham, also Aladdin. Der hat doch Experimente zur Wahrnehmung gemacht, oder? Optik und so. Hast du das gelesen? Das klang ja schon fast modern wissenschaftlich. Ja, klingt interessant. Ich habe davon gehört. Das war wohl schon im 11. Jahrhundert. Und er war ja nicht der Einzige. Wer war da noch? Avicenna. Avicenna, genau. Und Al-Ghazali hat über den Intellekt geschrieben. Es gab sogar Abu Zaid al-Balkhi. Der hat wohl schon über psychische Störungen und die Verbindung von Körper und Seele nachgedacht. Wow. Und parallel dazu gab es ja auch in anderen Kulturen, so im Osten, zum Beispiel im Buddhismus, diese tiefen Analysen vom Bewusstsein. Ja, Achtsamkeit, Introspektion. Das sind ja uralte Techniken da. Ich frage mich, warum diese ganzen Ansätze, also die islamischen, die östlichen, warum die im Westen so lange, ignoriert oder zumindest nicht so richtig wahrgenommen wurden. Tja, keine Ahnung. Das ist komplex. Sicher hat da der Fokus auf die eigene, also die europäische Tradition eine Rolle gespielt. Ein gewisser Eurozentrismus, kann man sagen. Ja, wahrscheinlich. Und in Europa ging es dann ja in der Aufklärung weiter. Descartes. Oh ja, der berühmte Dualismus. Geist auf der einen Seite, Körper auf der anderen. Meinst du das ernst? Also aus heutiger Sicht ist diese radikale Trennung schon irgendwie komisch, findest du nicht? Aber klar, die Debatte hat das enorm geprägt. Total. Das ganze Körper-Geist-Problem basiert ja quasi darauf. Und dann kamen die Gegenpositionen, die Empiristen. Locke, Hume. Genau. Locke mit der Tabula rasa, also der Idee, der Geist ist bei Geburt leer und wird durch Erfahrung gefüllt. Und Hume war ja noch skeptischer, auch was Kausalität anging. Eher so eine Sache der Gewohnheit. Stimmt. Und Kant hat dann versucht, das alles irgendwie zusammenzubringen. Der Geist ist nicht nur passiv, er formt die Erfahrung aktiv mit. Okay, also viel Philosophie. Aber der Schritt zur Wissenschaft, Psychologie, der kam ja erst viel später. So im 19. Jahrhundert. Ja, genau. Und da war die Physiologie ganz wichtig, also die Erforschung des Körpers, des Nervensystems. Ah, Leute wie Helmholtz, der die Nervenleitgeschwindigkeit gemessen hat. Zum Beispiel. Plötzlich merkte man, hoppla, mentale Prozesse haben ja eine messbare physische Grundlage. Man kann sie vielleicht sogar messen. Und das führte dann zu Psychophysik? Ja, zu Weber und Fechner. Die haben versucht, den Zusammenhang zwischen einem äußeren Reiz, also etwas Physikalischem, und der inneren Empfindung, dem Psychischen, zu fassen. Ich jetzt? Dass man das in eine Formel packen wollte? Das Weber-Fechner-Gesetz? Genau. Die Idee, dass man psychische Stärke nicht direkt, aber über die Beziehung zu physikalischen Reizen quantifizieren kann. Das war schon ein großer Schritt, der Gedanke. Man kann den Geist messen. Und dann der große Name. Wilhelm Wundt. Leipzig 1879, das erste Institut für experimentelle Psychologie. Das gilt ja oft so als Startpunkt. Ist das wirklich so passiert? Also, dass man sagen kann, an dem Tag ging's los? Oder ist das eher symbolisch? Eher symbolisch, klar. Aber es war ein wichtiges Symbol. Es zeigte, Psychologie will eine eigenständige, experimentelle Wissenschaft sein. Und Wundts Ansatz war der Strukturalismus, richtig? Also die Struktur des Bewusstseins aufdecken. Genau. Er wollte die Grundbausteine finden. Empfindungen, Gefühle, Vorstellungen. Und die Methode dafür war? Introspektion, also Selbstbeobachtung. Ja, aber eine trainierte, systematische Selbstbeobachtung. Nicht einfach so Alltagsnachdenken.
Aber das stelle ich mir schwierig vor. Das ist doch total subjektiv, oder? Ja, genau das war die große Kritik daran. Mangelnde Objektivität, mangelnde Zuverlässigkeit, jeder berichtet ja doch irgendwie anders. Und daraufhin kam dann eine Gegenbewegung. Zwangsläufig. Der Funktionalismus, vor allem in den USA, William James, John Dewey. Das war dann sowas in der Art wie der Strukturalismus, nur anders. Naja, der Fokus war ganz anders. Nicht, was sind die Elemente des Bewusstseins, sondern wozu ist das Bewusstsein da? Was ist seine Funktion? Also der Zweck. Für die Anpassung an die Umwelt und so. Genau. Das war stark von Darwin beeinflusst. William James hat ja dieses schöne Bild vom Bewusstseinsstrom geprägt, immer in Bewegung, fließend, nicht zerlegbar. Und das heißt, die haben dann auch andere Methoden benutzt als nur Introspektion. Ja, klar. Verhaltensbeobachtung zum Beispiel, auch Tests, Vergleiche mit Tieren, mit Kindern. Das war methodisch breiter angelegt. Okay. Und währenddessen passierte ja auch anderswo was, oder? Pawlow in Russland. Stimmt, die Arbeit zur Konditionierung. Das war ja dann die Grundlage für den Behaviorismus, der die Introspektion dann ja fast ganz abgelehnt hat. Wenn wir noch mal kurz auf den kulturellen Kontext zurückkommen. Wir hatten ja schon den Eurozentrismus angesprochen. Mhm. Aber es gab ja auch innerhalb Europas und Amerikas Hürden, für Frauen zum Beispiel. Ja, absolut. Frauen hatten es extrem schwer, in der akademischen Welt Fuß zu fassen. Mary Whiting Calkins ist da so ein bekanntes Beispiel. Der ja der Doktortitel verweigert wurde, obwohl sie alle Leistungen erbracht hatte. Ja, genau. Traurig, aber typisch für die Zeit. Und man darf auch nicht vergessen, wie der allgemeine Zeitgeist die Themen beeinflusst hat. Wie meinst du das? Naja, die Zeit der Industrialisierung, der Glaube an Fortschritt, die Evolutionstheorie. Da ging es oft um Anpassung, um Leistung, um Messbarkeit. Das spiegelte sich auch in den Fragen der Psychologie wider. Ja, stimmt. Die Wechselwirkung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ist da echt spannend. Über die Industrialisierung könnten wir noch viel länger reden. Definitiv. Lass uns später drüber reden. Das ist nochmal ein eigenes großes Thema. Okay. Aber vielleicht so als Gedanke zum Schluss, auch für euch als Zuhörer, wenn man auf diese frühen Fragen schaut, Struktur, Funktion, Messbarkeit, Introspektion, was davon ist heute eigentlich noch relevant? Wie klingen diese alten Debatten in der modernen Psychologie nach? Auch wenn wir heute natürlich ganz andere Methoden und Werkzeuge haben. Ja, das ist eine gute Frage. Vieles von damals ist ja immer noch unterschwellig präsent. Das war's für heute mit unserem Blick auf die Wurzeln. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut!